Genetische Macht. Die größte Macht, die der Planet je gesehen hat. Mit ihr haben wir den Lauf der Naturgeschichte geändert. Wir nahmen etwas aus fernen Zeiten und zeigten es der ganzen Welt. Komme, was da wolle. Manchmal war es eine verlockende Vision. Flüchtige, kostbare Einblicke in ein friedliches Miteinander. Mit Betonung auf flüchtig. Doch als die Natur uns einen Ausweg bot, sahen viele nur eine Tragödie. Gier rettete die Saurier vor dem Vulkan, doch sie endeten in einem Käfig. Aber Mitgefühl war es, was sie befreite, damit sie sich auf der ganzen Welt ausbreiten konnten. Jetzt liegt es an uns, den Platz zu teilen. Aber schaffen wir es dieses Mal, mit der Natur zusammenzuarbeiten? Findet das Leben endlich einen Weg? Und damit auch, moin Freunde, es geht jetzt wieder weiter mit unserem Dino-Park, aber dieses Mal machen wir die Kampagne einmal durch. Ja, wir haben ja den anderen soweit eigentlich relativ gut abgeschlossen. Wir haben alle Dinos, noch alle Erfolge, die wir da kriegen konnten. Herausforderungen habe ich ja auch abgeschlossen. Wenn die und es kommt Evolutionsgeschichte wieder irgendwas. uns eines gelehrt hat, Ja, dann kann ich trotzdem jetzt dass drüber sich das sprechen. Leben nicht Ja, einbilden wir haben immer lässt. noch ein paar Erfolge, die wir natürlich machen müssen und die müssen wir jetzt hier in der Kampagne machen. Das Leben Mit den bahnt ganzen, sich ja. einen Weg. Das hat es wieder und wieder getan. Hürde Ja, was um du Hürde noch mal, du bist wurde doch kein normaler angemessen, bis Raptor. wir schließlich hier ankamen. In dieser Welt. Obwohl, doch, könnten normale Es gibt Raptoren nur sein. noch den Weg Gut nach möglich. vorn. Keine andere Möglichkeit, als mit den Sauriern zu koexistieren. Vor uns liegt ein steiniger Weg. Aber vielleicht weniger steinig mit der richtigen Ist das Führung. eigentlich ein Spino oder was soll der darstellen? Weil für einen normalen Spino sah es auch irgendwie zu merkwürdig aus, zumindest hier vom Spiel her. Willkommen, Gut, okay. willkommen. Ich bin Cabot Finch, natürlich. Geschäftsführer dieses neuen Unternehmens und Eigentümer dieses netten Fleckchen Ödlands. Nur zu, sehen Sie sich um. Atmen Lol. Sie. Ach, die frische Luft. Lol, ich erkenne die Ecke hier. Eindeutig weniger In der frisch Herausforderung und sind wir hier hinten Gehege. gestartet. Hey, wie nennen Sie die ganze Sache hier Dann sind nochmal? also die ganzen Herausforderungskarten einfach... Ja, die Dean, sind dann wahrscheinlich das einfach nur die normalen Dinosaurier-Integrationsnetzwerk. Kampagnenkarten, aber ein bisschen Sehr schlimmer. erfreut. Ich bin Kira Chang. Und Wir ich sehe hier helfen unten Sauriern schon und was ich Menschen nicht sehen weltweit zu wollte. koexistieren. Und ich suche nach Kunden, die unser Ziel teilen. Also soll ich jetzt die umherstreifenden Velociraptoren, die ich auf dem Weg hierher gesehen habe, ignorieren und nur auf die schäbigen Gehege achten, ja? Wow, ich bin begeistert. Komm schon, Bitte, gut. Doktor. Sehen Sie sich den Lageplan an. Ich muss wirklich sagen, man hat das echt hier schön designt. Lageplan, ja. Mit der Karte überblicken wir nicht nur das Gelände. Freigeschaltet, bekomme Sie ich noch, zeigt auch bekomme an, ich dass die noch Raptoren und nicht mehr in keine der Ahnung, Nähe was sind. das hier ist. Wir haben Zeit. Oh ja, viel Zeit. Klar, bis sie eben abgelaufen ist. Ja, ich müsste euch anscheinend noch mal ein bisschen mehr Wasser Also geben als schön. allererstes. Machen wir weiter mit der Vorführung. So, hier bitte, jetzt seid ihr wieder auf 100. Um den Anfang zu machen, werden in Kürze einige gerettete Tiere hier eintreffen. Nutzen wir doch eine Lieferzone, um sie alle auf einmal zu transportieren. Das spart Zeit und noch besser, eine Ladung Treibstoff, ha? Ah, okay. Perfekt. Schicken Sie den Heli zur Lieferzone, sobald er hier ist. Ja, Dinos transportieren hierhin.
Ich glaube, ich hätte die Kampagne zuerst machen sollen. Ausgezeichnet. Die Loki-Ceratops sind auf dem Weg. Und der Pilot Man könnte hat aber auch gesagt, so dass an der schön Gruppe bauen, hätte etwas man die Zeit Besonderes einfach nur und die ist. Geduld. Also Man bin sieht ich das hier. gespannt. Halt jedes einzelne Ah, Element ein davon ist weiterer einzeln wichtiger dahin Gast ist gebaut eingetroffen. worden. Man kann es Dr. machen, Dur, aber willkommen in Montana. boah, Vielen ich habe Dank für dazu die wirklich Einladung. nicht die Geduld. Ihre Absicht, die Saurier zu unterstützen, hat Was die Aufmerksamkeit ist des das eigentlich? Tierschutzsektors erregt. Ich hoffe wirklich, dass es Ihnen gelingt. Geschweige denn, was ist das hier? Ebenfalls. Ich, ebenfalls. So, kann ich jetzt mal wieder auf ein paar andere Sachen zugreifen oder was muss ich dafür jetzt machen? Ach, mal sehen, wie lang die Folge wird. Ich wollte eigentlich irgendwie so wildes 2 bis 3 Folgen Saurier-Jungtier. pro Park machen, aber ich Absolut denke mal, das erstaunlich. könnte ich relativ vergessen, Und wenn ich kein jetzt schon wieder sehe, was hier alles so wird. heutzutage. Es ist ein Ei, ei, ei. pilzermarterndes Ei, Rätsel, ei, ei. wie seine jetzigen Erfahrungen ihn prägen werden. Wird seine Zukunft So, friedlich Sitzposition sein? erstmal wieder verändern. Chaotisch? Und Ich so. vermute, der entscheidende Faktor sind Sie. Was braucht ihr alles? Kann ich noch nicht sehen. So, irgendeinen kleinen Loki auswählen. Ein Exemplar hiervon auswählen. Ja. Was für ein schöner junger Saurier. Können wir ihn vielleicht genauer beobachten? Die Anziehungskraft von Sauriern ist eines der Dinge, die neue Besucher anlocken. Und Beobachte die was sorgen Regis- Jungtiere doch für Registerkarte Ticketverkäufe. Anziehungskraft, während du Und den gut versorgte Funkverkehr Jungtiere laufst. werden auch zu attraktiveren Ausgewachsenen werden. Ja, hier nochmal. Wenn die Saurier ihr neues Gehege erkunden, beanspruchen sie gleichzeitig ein Territorium. Ich hoffe, dass die in den Innerhalb anderen Parks dieses nicht so viel labern. Territoriums Klar, muss es ihre ist Umgebung Kampagne, ihren aber Bedürfnissen trotzdem. entsprechen. Wenn die Einige genauso viel Saurier labern, kommen dann gut mit anderen muss ich doch ein zurecht. bisschen mehr schneiden, Andere als ich eigentlich wiederum wollte. weniger. Achten Sie darauf, wer sich mit wem ein Gehege teilt. Ja. So, hier. Ich Kann muss ich jetzt, sagen, danke. dass dieses Gehege weit von der Umgebung entfernt ist, für die diese Tiere geschaffen sind. Alles Teil der Vorführung. Das kann ich versichern. Wir verfügen über eine Reihe von ökologischen Hilfsmitteln, um dieses Gehege anzupassen. Was natürlich Priorität hat. Wunderbare Arbeit. Aktionen wie diese werden Ihnen sicherlich einen guten Ruf im Tierschutzsektor einbringen. Ich habe doch alles auf 100. So. Ja, okay, ach so, ja, da, ja, okay. Alles klaro. Was ist das hier für eine Lampe? Och, Menno. Was ist denn jetzt für eine Szene? Oh, Sandsturm. Kein Grund zur Besorgnis, aber ist das Ein Sandsturm. Und er kam aus dem Nichts. typisch? Er hat auch einige unserer Zäune ruiniert. Stürme wie dieser können Saurier verwunden oder in Panik Aus dem versetzen. Nix kam der Sandsturm. Dies ist Also eine bitte, heikle wir sind Situation. mittendrin in der Wüste von, was war das, Nevada oder so? Richtig. Ein verängstigter Riese ist eine große Gefahr für unsere Besucher. Die Priorität muss Jetzt sein, muss ich ihn natürlich mit dem selber Hubschrauber steuern. des Einfangteams zu betäuben. Wir können das Gehege später reparieren. So, meine Guten. Hier. Schlaft schön. Schlaft schön. Eine freie Schussbahn, ich weiß. Da ist doch genügend Schussbahn. Ist man aber nur noch hier. Hey, Was willst du? gut geschossen. Diese Saurier Wartungsteam. werden so schnell nicht wieder aufwachen. Also haben sie sich eine Verschnaufpause verdient. Nun, ich bin nicht gerade geschickt im Umgang mit einem Hammer, also holen wir uns die Experten. Wir brauchen eine Wartungsanlage. Och Mann, Am jetzt kann ich besten den Weg gestern. nicht mehr ändern. Jede platzierte Anlage muss mit unserem Wegenetz verbunden sein.
irgendwie hat jeder einen sechsten Sinne, wann ich was irgendwie mache. Egal was ich mache es immer dann, wenn die anderen mich wird jetzt zuerst kontaktieren das zu wollen. transportierende Egal ob Tier Essen, ausgewählt ich jetzt und eine dann Aufnahme sein mache Bestimmungsort. oder ich gerade bei was anderem dabei bin. Der Irgendwie Sturm ist immer hätte was. den Park zerreißen oder die Saurier verletzen können. Wir hatten Glück. Aber Glück ist endlich. Keine Sorge. Das sieht Ich mir- habe schon vor Wochen Vorbereitungen für Sieht mir so ein derartige Fälle schönes, empfohlen. ja, Und Mesh-Blending die haben wir aus hier. getroffen, nicht wahr, Mr. Wieso kann Finch? ich das nicht mit dem Nun, Stein haben? Die Aufgabenliste war recht lang. Oder? Und Nee, woher das- sollte ich das ist wissen, nicht dass ganz. uns Hier sind ein... die Steine zu Zeigen Ende. wir besser nicht mit dem Das hat Finger man auf einfach andere. nur gut hier Besonders gemacht. nicht auf mich. Ist vielleicht etwas viel verlangt, aber Dr. Malcolm, könnten Sie die ganze Sache mit dem Ausbruch womöglich ignorieren? Oh je, da verlangen Sie aber ganz schön viel von mir. Okay, vielleicht nicht Quatscht aber auch ignorieren, ganz aber schön viel. sich darauf konzentrieren, wie gut wir Wieso hat damit man hier oben umgegangen einen sind. Zaun hingemacht? Die Nein. kommen doch da eh nicht raus. Na gut. Schweige denn, wieso Wir sieht das so sollten komisch überall aus? auf dem Gelände ein paar Wartungsposten aufstellen. Da einfach So nur können alt Ihre ist. Wartungsteams mit Geländefahrzeugen Genau wie hier. patrouillieren und den Park automatisch instand halten. Eieieiei, jetzt erstmal wieder die ganze Steuerung und so. Wo kann ich dich am besten hinmachen? Ihre Wartungsposten sollten alle Gebäude und Stromgeneratoren abdecken, um sie zu reparieren, aufzutanken oder mit Nachschub zu versorgen. Diese Posten haben auch eine größere Reichweite und alle Zäune, die in diesem Bereich beschädigt werden, werden automatisch repariert. Mist, genau falsch rum platziert. Nachdem Sie die Wartungsposten platziert haben, können Sie jedem Posten direkt ein Wartungsteam Oh, zuweisen. Da war ich Aufnahmemodus. Jetzt hier. Also, machen wir einmal so hier. Habe ich es jetzt oder habe ich Ich es habe die nicht? Ankunft weiterer Saurier veranlasst. Sie hatten es schwer in der angrenzenden Wüste. Hier können wir Kori. ihnen ein besseres Leben bieten. Korytosaurier? Die kommen ganz wunderbar mit Lokiceratops aus. Also bringen Sie sie bitte im selben Gehege unter. Die Nachbildung natürlicher, abwechslungsreicher Ökosysteme sollte immer hohe Priorität haben. Gut, gut. Sie sind der Boss. Wir werden ja Bis mal Sie sehen, sagen, was so dass ist. Sie uns unterstützen, dann bin ich wieder dran. Das war nur ein Scherz. Ja, Transport. Mehr oder weniger. Ich frage mich Dieser aber auch, Ort was entwickelt sich hiermit ist. schneller, als ich erwartet habe. Das ist Oh, der nicht Vorteil, Notfall. wenn man den Ach, richtigen ich dachte gerade, ich kann's Parkmanager schon sehen, einstellt. aber was? ach, das ist ein Ankunftsort. Nehmen Sie sich doch mal einen Moment Zeit. Wieso kann und ich sehen nicht Sie so sich einen das schönen geilen bislang haben? Erreichte an. Der sieht ja mal Diese geiler aus Anlage als alles ist unser andere. ganz eigenes Fenster ins prähistorische Ah, Montana. und finally kann ich hier mal Diplodocus, alles check. nachschauen. Lokiceratops erledigt. Korytosaurus? Nun, ans Werk. Ach, jetzt ist es mal wieder schön. Weltkarte. USA. Wir wollen natürlich 5 Sterne überall haben. Und ich frage mich, was noch so alles kommt. Ich habe schon gesehen, irgendwas Japanisches oder Chinesisches kommt. War hier nicht auch? Ja, hier. Das ist ja mal gut. Warte mal, hierfür 5 Sterne nur. Wo ist hier noch irgendwas? Hier ist noch was? Clark Country. Wie ist denn hier Montana-Ödland? Ich dürfte eigentlich da noch nicht hin. Das ist nur Montana-Ödland. Gibt's hier nicht eigentlich auch was? Irgendwie Malta oder so war doch auch hier was. Ah, hier. Hier ist er. Ja, ich glaube, wir machen die Story doch lieber ein bisschen weiter erstmal. Auch wenn es ein cooler Lieferung Bug ist, will erfolgreich. ich erstmal ein bisschen Jetzt mehr was sollten hier wir haben. dafür sorgen, dass diese Saurier ihr neues Zuhause auch lieben. Ich meine, das tun sie sicher, aber ich halte mich für einen guten Gastgeber. Zumindest für einen ganz passablen. Das ginge durchaus noch besser. Den optimalen Komfort Ja, die zwischen müssen hier verschiedenen hinten am Arten besten hin. sicherzustellen, ist Danke, nicht leicht. jetzt geht ihr ein Aber bisschen mehr den nach Aufwand da, wert. dann habt ihr das Gehege eigentlich so gut wie fertig. Hoffe ich zumindest. So, und jetzt verteilt euch mal ein bisschen mehr im Gehege.
Die haben sich auch nur in dem Teil hier verteilt. Sorge dafür, dass die Spezies sich nach ihrem neuen Habitat wohlfühlt. 12 Sekunden, okay. Ein Schaden muss repariert werden. So. Wie sieht's jetzt mit den Nasus aus? Ich habe ein bisschen mehr Geht es jetzt nur mir weggemacht. so oder sehen diese Saurier nicht so glücklich aus wie die Lokiceratops? Wie viele Arten benötigen auch sie Männchen in der Herde, um wirklich zu gedeihen. Leider sind männliche Saurier in freier Wildbahn eher selten. Da können wir nicht viel tun. Vielleicht passt das denen nicht gut zum Tierschutzsektor. Ihre Arbeit ist inspirierend, aber die Saurier brauchen etwas Außergewöhnliches, wenn sie in der Wildnis Fuß fassen sollen. Die Saurier können sich nicht schnell genug anpassen, um sich selbst fortzupflanzen. Ja, weil unsere Welt bitteschön Der nicht Lauf dafür der gemacht Natur ist. bemüht sich um eine Korrektur. Wir können nicht gegen die Natur ankämpfen. Aber wir könnten damit arbeiten. Können wir doch Ich schon. kenne Wir eine haben ja die schon Forschungsstation, wieder zum die Leben nicht nur die gemacht. Synthese von männlichen Sauriern entwickelt, sondern auch nachhaltige Zuchtprogramme. Wenn du das unterstützen willst, schlage ich vor, dass wir uns alle sofort dorthin begeben. Nur um sicher zu gehen. Wir kommen hierher zurück, oder? Oh, das müssen wir. Wenn diese Forschung erfolgreich ist, müssen wir zurückkehren, um männliche Saurier in diesen Herden wieder anzusiedeln. Gut, meine Koffer sind gepackt. Also, los geht's. Okay. Nächster Park also, oder was? Ha! Wirklich nächster Park. Ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen sehr viel Merkwürdiges gemacht. Ja, und jetzt muss ich mich zur Hawaii begeben. Okay, die Kampagne ist doch ein bisschen anders, als ich dachte. Gut, dann müssen wir die wahrscheinlich so weit wie möglich durchspielen jetzt und die Mission machen, sodass wir die Parks dann zu den Sternen bringen können. Eigentlich hatte ich es anders geplant, aber mal sehen, was noch so hier für Überraschungen sind. Geschweige denn die Ladezeiten. Dinosaurier Integration Camp, oder was stand da? Und wieso denke ich bei DIN einfach an die DIN-Norm in Deutschland? Wissen Sie, ich war schon mal auf einer tropischen Insel, auf der sogenannte bahnbrechende Forschungsarbeit betrieben wurde. Und auch damals verspürte ich pures Erstaunen und blankes Entsetzen. Ist das zugleich. hier... Diesmal Das bin ist ich doch etwas definitiv diese Fotoinsel. optimistischer, was wir hier vorfinden. Aber irgendwie auch Trotzdem, anders wieder. falls ich Ihnen einen Ratschlag erteilen dürfte, bauen Sie mehr Verstecke, als Sie für nötig halten. Irgendwie ist es die, aber ist es wiederum nicht. Aloha, Hawaii. Das ist kein Urlaub, Mr. Finch. Wir wollen Irgendwie hier ist es die, bahnbrechende aber es Arbeiten ist auch zur wieder Saurierzucht unterstützen. Und darum freue Das ich ist mich, 1 Ihnen zu allen 1 das Dr. gleiche Louis Baldera Layout, aber vorzustellen. irgendwie Führender fehlen die Berge und Paläoökologe. so. Dr. Baldera, Sie haben das Wort. Das könnte von mir Hallo, geterraformt schön, Sie sein. alle Scheiße, wie kennenzulernen. das aussieht. Ehrlich Krass. gesagt hatte ich nicht so bald Es sieht Hilfe zwar auch erwartet. irgendwie gut aus, aber Kira aber hat auch darauf irgendwie bestanden, so dass scheiße. jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Also werde ich mein Bestes geben. Das hier sieht dann wieder gut brennen aus. förmlich darauf, die Sache hier zu sehen. Also, wir brennen hoffentlich nicht buchstäblich. Dr. Baldera hat seine Sache gut gemacht. Aber viele Köpfe forschen leichter. Wir brauchen ein Kontrollzentrum, damit wir Wissenschaftler für das Seid ihr Projekt überhaupt einstellen. zufrieden? Hallo? Oh. Wirklich? Habe ich einen festen Platz? Ja, habe ich. Ist natürlich nicht mit Strom Wir sollten versorgt. dieses Wieso denn Gebäude auch? auch an das Wegenetz anschließen. Ach, und ich muss mich... Wissenschaft bei Kerzenlicht ist gut für die Atmosphäre, aber weniger gut für die Produktivität. Ich muss Stellen wir einen unbedingt Generator eigentlich auf und mal die versorgen Wege Sie hier das wieder Gebäude machen. mit Strom. Ich habe alle falschen Wege. Warte, erstmal die Wege. Sonst, nee, das wird mich nerven. Hier Weg klassisch. Gut. Und jetzt mit Strom einmal hierhin. Das ist wenigstens schön. So weiß ich ganz Wissenschaftler genau, wo ich es haben eine platzieren soll. Vielzahl von Fähigkeiten.
Aber die Erforschung der männlichen Synthese erfordert Erfahrung in der Genetik. Muss ich jetzt noch einen Wissenschaftler Bitte einstellen stellen Sie oder die nicht? Person ein, die Sie für geeignet halten. Jetzt muss ich einen einstellen. Sogar 2 muss ich einstellen. Die würde ich eigentlich für geeignet... Obwohl, er hier ist doch geeignet. Geschweige denn... War's das oder muss ich noch einen? Das Gut. war's. Zuerst einmal benötigen wir ein Wissenschaftszentrum. Parthenogenese ist zwar nicht unbekannt, also die Fortpflanzung ohne Partner, doch die Saurierzucht erfordert üblicherweise ein Pärchen. Männliche Saurier sind in freier Wildbahn selten, aber mit etwas cleverer Forschung können wir sie selbst erschaffen. Und dafür brauchen wir das Wissenschaftszentrum. Das ist doch unfair. Dann soll man mir nicht so viel Platz geben. Ey, wenn ich so ausrichten soll, dann soll man mir nicht so viel Platz geben. Forschung, Genmodifikation, Menschen. Du hier, machst das bitte schön. Was hat das aber zu Dr. bedeuten? Baldera, glauben Sie wirklich, dass dieses Zuchtprogramm funktioniert? Da bin ich sicher, ja. Die Fortpflanzung in freier Wildbahn ist selten, aber ich konnte grundlegende Bedürfnisse und Verhaltensweisen beobachten. Darauf bauen wir auf. Als nächstes, wir brauchen Genmaterial, wenn wir tatsächlich ein Männchen synthetisieren wollen. Aber um eine passende Grabungsstätte zu finden, fehlt mir das logistische Talent. Wir sollten ein paar praxisorientierte Leute einstellen. Wissenschaftler. Jetzt brauche ich wahrscheinlich einen für Logistik. Wie sieht es mit Logistik aus? Gibt's hier... Dann nehme ich lieber dich. Suchen wir nun nach einer Grabungsstätte mit vielen Maya-Saura-Fossilien. Wunderbar. Hier, bitte. Es gibt sicher keine bessere Wahl für diese Und mein bahnbrechende Park geht bald Forschung, pleite. als eine Art, deren Name gute Solange ich auch noch Mütter-Echse Solar bedeutet. Na sicher. Es gibt doch keinen besseren Grund, ein atmendes, denkendes Wesen in diese fremde neue Welt zu bringen, als einen passenden Namen. Gibt's hier eigentlich schon eine Wir brauchen ein Brutstätte oder so? Ich sehe hier Expeditionszentrum gerade als nichts. Operationsbasis für die Grabung. Errichten wir besser gleich eins. Jo. Expeditionszentrum muss ich hier hin. So ist sogar richtig ausgerichtet. So. Ach, mit Expeditionen bin ich überaus vertraut. Sie sind immerhin ein wichtiger Bestandteil einer solchen Anlage. Dabei schicken wir Teams zu Grabungsstätten, Ja, wo komm, diese mal Fossilien probieren. sammeln. Dann brechen Mal wir diese probieren, Fossilien so krieg auf ich und extrahieren das vielleicht Genom, wenigstens ein bisschen mit Plus in welchem dem wir Park. Saurier erschaffen einmal. können. Man kann das auch akademischer erklären, aber es bringt die Sache auf den Punkt, oder? Ja, okay, ich glaube nicht. In der Grabungsstätte Egg Mountain in Montana wurden eine Menge Maya-Saura-Fossilien und Eier gefunden. Klingt wie das perfekte Expeditionsziel. Oh, das ist nicht weit von dem staubigen Paradies, aus dem wir herkamen. Wie klein die Welt doch ist. Noch kleiner, als die Kontinente noch Okay. zusammengepresst waren. Sagen wir so, das nächste Mal im nächsten Spiel mache ich Fantastisch. entweder Unsere erst die Kampagne Expedition oder ist gar unterwegs. nicht die Kampagne. Hoffentlich bringen Sie ein paar tolle Fossilien mit, was? Jo, hier Fossilien verkaufen. Und wir wollen einfach jetzt mal analysieren. Das Saurier wohl im Auge zu behalten, ist ein Vollzeitjob. Und ich möchte nicht, dass Ihre Aufmerksamkeit nachlässt. Dann fangen nämlich die Probleme an. Gut. Die Ranger-Teams kriegen Gut, das gut, hin, gut, aber gut. sie müssen Ranger-Posten zugewiesen werden, um ihre Patrouillen zu lenken. Lassen Sie uns ein paar Posten errichten und die Ranger an die Arbeit schicken. Ich habe das irgendwie Stellen Sie auch sicher, alles dass die ohne Hilfe Ranger-Posten hingekriegt. alle Saurier abdecken, auf die ihre Ranger während ihrer Patrouillen ein Auge haben sollen. Jetzt müssen Sie diesen Posten nur noch Ranger-Teams zuweisen und Sie sind fertig. Dieser Kunde interessiert sich nicht nur für Maya Saura.
Hat sich das Solange wieder wir also erhöht oder etwas nicht? Zeit haben, stellen Sie bitte sicher, dass die anderen Saurier hier glücklich sind. Ah, jetzt hier glücklich stellen alle. Oder auch nicht. Mann, ey, sind die Mayas glücklich oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Vogelgrippe. Also Schwächenvogelgrippe. Ich dachte jetzt schon. So, Para. Du hast rein gar nichts. Ich hoffe, ich kann dich noch irgendwie umstimmen. Hier, bitte, kriegst du schon mal deinen Sumpf. Dann fehlen noch Nüsse Boden. Hier kriegst das. Dann fehlt immer noch Sumpf. Hier kriegst hier deinen Sumpf. Und jetzt fehlt nur noch Wasser. Hier kriegst du dein Wasser. Scheiße. Scheiße. Der Boden ist doch nicht dafür konzipiert. So, bitteschön. Hier habt ihr euer Wasser. Gut. Euch geht's gut. Jetzt zu euch hier. Euch ja fehlen Blätterboden. Blätterboden kann ich sehr, sehr leicht machen. Wenn die Saurier nicht zu sehen sind, wird niemand diese Orte besuchen wollen. Also, das Sumpf ist und nicht Wasser, gerade mein Fachbereich, aber die Zahlen sind eindeutig. Imposante, prähistorische Tiere in Kombination mit gut platzierten Beobachtungsgalerien bedeuten mehr Besucher. Mehr Besucher minus mehr ausgegebenes Geld ergibt einen sehr glücklichen Cabot Finch. Wie hört sich das an? Der Punkt ist, stellen Sie immer sicher, dass die Saurier in einem Gehege gut sichtbar sind, wenn wir nachhaltig wirtschaften wollen. Ein gut positioniertes Aussichtsgebäude ist sein Gewicht in, nun ja, Beton und Stahlglas wert. Gut. Habe ich jetzt mal alles richtig gemacht oder alles falsch? Ihr seid jetzt auch zufrieden? Hey, ist unser Expeditionsteam heil zurückgekommen? Gut. Hat es, Gut. was Spannendes gefunden? Extrahieren Sie im Wissenschaftszentrum genetische Informationen aus den Fossilien, die Sie mitbringen. Dafür eignen sich am besten Genetiker. Ich war viel Und was zu uns schnell. keine genetischen Informationen einbringt, Glück kann hatte ich uns noch ein bisschen trotzdem was. noch ordentlich Bares Ah, einbringen. Brutstätte. Also verkaufen Sie ruhig, was angebracht ist. Oh, Ja, und ich war ein wenn wir bisschen schon zu bei schnell den anscheinend. Projektgrundlagen sind, sollten wir auch eine Brutstätte errichten. Ohne das Ausbrüten von Eiern keine Saurier, nicht wahr? Wir können jetzt Plus mehr Kontrolle 1. über Embryonalhormone ausüben. Ja, erstmal muss er jetzt den fertig ersten werden. männlichen Maya-Saurer zu synthetisieren. Stell dir nur vor. Plus 1 davon. Generationen Ich von habe Sauriern davon 6. konzipiert Ich als weiß nicht, wie Weibchen. ich Plus Und oder wir Minus mache entfernen gerade. gezielt diese Schranken. Ah, mit den Unglaublich. Dinos mache ich Plus und Minus. Ist jetzt nur die Frage, ob das auf jeden Part zählt oder nicht. Aber ich denke mal, es zählt auf jeden Part Wenn gleich. ich dürfte, ich kann nur hoffen, dass alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben, bedacht werden. Ich weiß natürlich, dass das nicht der Fall ist, natürlich. Aber Sie wissen ja, Habe ich liebe überhaupt die genügend von Hoffnung. denen hier? Wir glaub berücksichtigen nämlich nicht jedes unbedingt. mögliche Forschungsresultat. Ihre Bedenken sind verständlich, aber unbegründet. Unbegründet? Ich müsste sie mir noch mal Meine Güte, einstellen. Wie können Sie so etwas sagen? Meine Besorgnis beruht auf einer soliden Grundlage von Erfahrung. Also, ich Wissen würde Sie, ich dann habe erlebt, gleich dass nach, der Profit wenn der hier über die ausgebrütet Wissenschaft ist, gestellt wurde. Ich habe erlebt, Und zum Glück dass habe der ich mir die schnelle geholt. Fortschritt und die wenn der Angst vor ausgebrütet der ist, würde ich Aufregung dann auch die Folge jede beenden, weil Vorsicht sonst in es den wieder ein Schatten bisschen stellt. zu lang geht. Also nicht. Also, mach mal ein bisschen hin. Ein falscher Und Ausdruck. ihr hört mal wieder auf zu Ihre labern. Erfahrung ist unbestreitbar. Aber wir sind nicht Biosyn, Doktor. Achso, Wir sind ich nicht kann die nur so InGen. freilassen. Betrachten Sie diese Arbeit mit frischem Seht Blick und mit staunet. Optimismus. Das Nun, eine einzige ich bin sehr Männchen. optimistisch. Also machen wir weiter. Und die Gut, sind eindeutig brüten wir zu diese viele, Eier dass die aus. ineinander Die Brutstätte ist einfach nur wunderbar, verpacken. nicht wahr? Was für eine Einrichtung. Darin War entwickelt das sich eigentlich der buchstäblich Spino oder Leben. doch der Maya, Oh, der Hallöchen, drüben Geschichte. war im anderen Wiederholst Park. du dich? Wenn ich das so sehe, dann Sag könnte es mal, der Maya hat das auch gewesen Rumfuschen in sein. der Natur beim ersten Mal schon gut geklappt? Also Ja, gut, bitte. ich bin bereit. Saurier-Synthese.
verliert einfach nie die Magie, nicht wahr? Was für wunderschöne Tiere. Und die Gut. männlichen und weiblichen Dann würde ich Mayasaura eigentlich weisen mal eine sagen, ganz bevor jetzt unterschiedliche hier die Musterung Folge auf. unendlich lang mal wieder wird, fange ich jetzt mal an. Geschlechtsdimorphismus bei prähistorischen Keine Ahnung, was Tieren. das jetzt ist. Fange ich jetzt mal an, das Spiel Und zu da stoppen Menschen in und freier zu Wildbahn so sagen, selten wir sehen sind, uns in der nächsten werden wir wohl noch Folge. Wir einiges sehen uns entdecken dann können. wieder In der und Tat. bis Und das dann. ist erst der Anfang.